wir vorhin schon gesehen haben, können wir mithilfe einer Sequenz viele Dinge zusammenbauen. Zum Beispiel hatten wir vorhin unsere schöne Reihe, dass wir 3 Steine hintereinander legen mit hinlegen, Schritt, hinlegen, Schritt, hinlegen. So, jetzt kann es ja sein, dass ich einfach sage, okay, Moment, stopp, ich möchte jetzt ja noch mehr als eine Reihe haben. Das heißt, ich muss erstmal rüber navigieren und dann könnte ich ja dieselben Befehle nochmal ausführen, um tatsächlich eine zweite Reihe zu bekommen. Das heißt, sobald ich die erste Reihe gelegt habe, muss mich erstmal umdrehen, dann muss ich 2 Schritte zurückgehen. Jetzt muss ich mich nach rechts drehen und dann nochmal einen Schritt rüber gehen zur nächsten Reihe und wieder nach rechts drehen. Das ist alles handelbar, kein Problem. Jetzt kommt als nächstes natürlich unsere zweite Dreierreihe, also machen wir wieder hinlegen, Schritt, hinlegen, Schritt, hinlegen. Jetzt stellen wir aber schon fest, erstmal testen wir, ob es geht, aber es ist auch sehr aufwendig. Wir haben jetzt sehr viel Code geschrieben und wenn man jetzt nicht so Absätze macht wie hier, dann bekommt man Probleme und deswegen können wir gewisse Befehle als Anweisung zusammenfassen. Wir definieren sozusagen einen neuen Befehl, den der lernt, der Roboter, wie vorher hinlegen. Er weiß ja, was er tun muss, wenn hinlegen geschrieben wird. Und ab jetzt weiß er auch, was er tun muss, wenn ich lege 3 schreibe, weil ich vorher den Namen definiert habe. Also schreibe ich jetzt statt meinem hinlegen, Schritt, hinlegen, Schritt, hinlegen, einmal lege 3 und er führt es aus. Und jetzt kann ich unterhalb meiner Anweisungen immer wieder lege 3 schreiben und hier zum Beispiel auch das neue Reihe. Und schon führt er diese Sachen, die ich in dieser Anweisung zusammengefasst habe, so oft aus, wie ich das hinschreibe. Also ich kann jetzt einfach nochmal lege 3 dazu schreiben und ihr merkt schon, ich muss nicht jedes Mal die komplette Sequenz kopieren, weil er unter dem Namen lege 3 die komplette Sequenz versteht. Das können wir jetzt endlos weitermachen und das Prinzip, das wir verwenden, nennt man eigene Methoden. Probiert es selber mal aus. Aufgaben findet ihr wie immer auf unserer Webseite.